Wenn du schon mal bei dem schriftlichen Teil einer Deutschprüfung durchgefallen bist, vielleicht bei TAKE, beim Test DAF oder beim Goethe-Zertifikat, ist das wirklich ärgerlich. Viele bestehen die mündliche Prüfung, aber die schriftliche eben nicht. Du denkst bestimmt, dass es an der Grammatik liegt, oder? Das ist aber oft gar nicht der Fall. Das kommt eher daher, dass du nicht situations- und adressatengerecht geschrieben hast. Klingt erstmal sehr technisch, oder? Aber genau das ist oft der Grund, warum du trotz guter Grammatik und gutem Wortschatz am Ende keine gute Punktzahl bekommst. Und genau darum geht's heute. Was bedeutet eigentlich situations- und adressatengerecht? Kurz gesagt, du musst deinen Text anpassen an die Aufgabe, an den Leser und an die Situation. Stell dir vor, du bekommst im Test die Aufgabe, einen Artikel für die Schülerzeitung zu schreiben. Du findest das Thema spannend, zum Beispiel sollte die Schule später anfangen. Und dann schreibst du einen formellen Aufsatz mit Einleitung, Hauptteil, Schluss, mit wissenschaftlichen Fakten und ganz sachlich. Klingt gut, oder? Leider nein, denn du hast die Aufgabe nicht erfüllt. Ein Artikel für die Schülerzeitung ist nicht wie eine Seminararbeit. Er ist lebendiger, persönlicher, leserfreundlicher. Vielleicht mit Beispielen aus dem Alltag oder einer kleinen Anekdote. Und vor allem, du schreibst für Schülerinnen und Schüler und vielleicht für Lehrer und Eltern, aber auf jeden Fall nicht für Professoren oder Wissenschaftler. Und das macht einen Unterschied. Genauso wichtig, wer bist du in der Situation? In der Prüfung steht manchmal ganz klar dabei, wer du bist. Du bist Teilnehmer eines Sprachkurses. Du bist Studentin an einer Universität. Du bist Mutter eines Kindes in der Grundschule. Das musst du in deinem Text zeigen. Nicht sagen unbedingt, aber zeigen. Du bist nicht neutral. Du hast eine Perspektive. Du hast eigene Erfahrungen, Meinungen und Interessen. Das gehört gegebenenfalls in den Text. Wenn du als Student schreibst, solltest du anders klingen, als wenn du schon Lehrer bist. Und wenn du einen Lesebrief an eine Zeitung schreibst, solltest du anders schreiben, als wenn du einen offiziellen Beschwerdebrief an ein Amt schreibst. Ein Beispiel. Nehmen wir eine typische Prüfungsaufgabe auf B2-Niveau. Schreiben Sie einen Blogbeitrag über die Vor- und Nachteile von Online-Unterricht. Viele schreiben dann einen strukturierten Text mit Einleitung, Argument 1, Argument 2, Argument 3 und Fazit. Und das ist nicht falsch, aber es ist oft zu steif. Ein Blogbeitrag ist persönlich. Du darfst das Wort Ich verwenden. Du darfst Beispiele aus deinem Leben nennen. Du darfst rhetorische Fragen stellen. Wenn du das nicht machst, dann klingt dein Text wie ein Schulaufsatz. Und das passt eben nicht zur Aufgabe. Warum ist das so wichtig? Weil die Prüfer sehen wollen, dass du nicht jedes Mal denselben Text schreibst. Viele lernen nämlich auswendig, ich werde im Folgenden die Vor- und Nachteile darstellen. Und das schreiben sie bei jeder Aufgabe, egal ob Leserbrief, Blog, Artikel oder E-Mail. Und diese Redemittel ist schon in Ordnung, aber es kommt auf den Kontext an. Ja? Sprache ist nicht nur Grammatik. Sprache ist Kommunikation. Und in der Kommunikation ist es auch wichtig, wer du bist, wer deinen Text liest und warum du schreibst. Wenn du diese Fragen beantworten kannst, dann wird dein Text passender.
und damit steigen deine Chancen auf ein gutes Ergebnis. Wenn du bei der Schreibaufgabe durchfällst, liegt es in den meisten Fällen nicht daran, dass du zu wenig Vokabeln kennst oder einen Fehler im Konjunktiv gemacht hast. Es liegt häufig daran, dass du deinen Text nicht auf die Aufgabe angepasst hast. Deshalb mein Tipp: Lies die Aufgabenstellung ganz genau und frage dich immer, welche Textsorte ist das? Für wen schreibe ich? Und in welche Rolle schreibe ich? Und dann passe deinen Stil, deinen Ton und deine Argumentation daran an. So zeigst du, dass du nicht nur Deutsch kannst, sondern dass du Deutsch richtig und flexibel einsetzen kannst. Und genau das wollen die Prüfer sehen. Wenn du mehr Tipps zu typischen Fehlern beim Schreiben willst, besonders für B1, B2 oder C1, dann abonniere den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss!